Wir sind zum Laufen geboren. Das heißt, eigentlich müssen wir Laufen nicht neu erlernen. Aber ich zeige euch in diesem Video, worauf es ankommt und auf was ihr achten müsst, um nicht nur schnell zu laufen, sondern das Ganze auch dynamisch aussieht. Wir sind zum Laufen geboren, das zeigen auch sehr viele Teile unserer Anatomie. Von Zehenspitzen bis zum Kopf sind wir eigentlich dafür ausgelegt, ein perfekter Läufer zu sein. Zum Beispiel das Nackenband hilft uns, dass der Kopf nicht ständig nach vorkippt. Aber auch unser flaches Gesicht und unsere Zähne haben die perfekte Position, damit wir einen guten Körperschwerpunkt haben. Das ist entscheidend fürs Laufen. Das möchte ich euch heute zeigen, in diesem Video vor allem, wie ich mich bewege und wie ich stabil und schön dynamisch laufe. Überraschenderweise geht es nicht nur darum, dass es gut aussieht, sondern dass es auch was bringt. Und vor allem für dich möchte ich dir heute zeigen, worauf es ankommt beim Laufen und welche Position ich wie haben muss, damit ich im Endeffekt ökonomisch und schön laufe. In erster Linie ganz klar der Nackenbereich oder auch der Oberkörper. Wichtig ist, dass du nicht ständig irgendwelche Ausweichbewegungen machst, weil Ausweichbewegungen bedeuten auch Energieverlust. Und das wollen wir am Ende des Tages nicht. Wir wollen wenig Energie verschenken, damit wir schneller sind. Vor allem der Nacken ist sehr, sehr wichtig, dass ich nicht ständig irgendwelche Kopfbewegungen, zeitliche Bewegungen mache oder überhaupt mit dem ganzen Oberkörper mitgehe. Das ist überhaupt nicht notwendig. Ja? Wichtig ist, dass der Rumpf so stabil wie möglich ist. Ja? Wirklich stolz. Seid stolz auf euer Land Österreich. Ja, wirklich schön die Brust heraus. Ihr könnt auch richtig einmal ins Extreme gehen, dass ihr die Position auch ein bisschen bewusster wird. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Auch die Schulterbereiche jetzt nicht mit den Armen komplett mitzuschwingen, sondern wirklich schauen, schön stabil sein, ja, gerade ausschauen, ja, keine Bewegungen machen seitlich nach hinten, sondern wirklich schön nach vorne laufen. Das ist ganz, ganz wichtig in erster Linie, was der Oberkörper betrifft und den Nacken. Ja, der nächste Punkt sind die Arme, die sind auch sehr, sehr wichtig und hier geht es genauso wie mit dem Oberkörper wieder keine Ausweichbewegungen überhaupt auszuholen, sondern wirklich ganz dynamisch nach vor und zurück bewegen. Ja? Ganz wichtig ist vor allem, dass man ein bisschen eine Orientierung hat beim Laufen, weil man kann sich ja auch gut beobachten, dass man wirklich sagt, die Hände bzw. die Finger sollen maximal bis zur Achsel nach vorgehen und der Ellbogen maximal bis zur Hüfte circa, dass man wirklich eine schöne Bewegung hat, was die Arme betrifft. Keinesfalls Ausweichbewegungen, man kann leicht nach innen gehen, aber sonst soll es wirklich schön dynamisch nach vor und zurück sein. Ja? Und nicht zu sehr ausholen, sondern wirklich ganz, ganz locker mit dem Schritt. Und das Coole ist, wenn du zum Beispiel deine Schrittfrequenz erhöhen möchtest, kannst du zum Beispiel mit deinen Armen schneller dich bewegen, dann geht auch automatisch die Beine mit. Ganz wichtig beim Laufen sind natürlich die Beine und hier kommt es vor allem darauf an, wie ist die Beinachse und wie komme ich mit meinem Fuß auf den Boden. Wie sind die Kontaktzeiten und auch die Schrittfrequenz ist sehr, sehr wichtig. Beobachtet euch einmal selber, könnt ihr gerne mal beim Laufen runterschauen und schaut mal, was mache ich mit meinen Beinen überhaupt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ich auch ein gutes Körpergefühl entwickle. In erster Linie die Beinachse. Hier ist wirklich wichtig, dass ich schaue, dass ich keine Außen- oder nach innen Bewegungen mache, dass ich wirklich stabil beim Laufen bin. Die Beinachse ist sehr, sehr entscheidend. Dann kommt natürlich dazu, wie komme ich auf. Hier gilt auch wieder, nicht auf der Ferse aufzukommen, weil das bedeutet Energieverlust und die Belastungen sind natürlich viel höher.
ich sollte wirklich schauen, dass ich im Mittelfußbereich oder auch Vorfußbereich komme. Ihr könnt es einmal gerne ausprobieren. Zieht einfach mal die Laufschuhe aus und geht einfach barfuß laufen. Dann habt ihr einen natürlichen Laufschritt oder Laufbewegung. Aber bitte Vorsicht, das muss man sich daran gewöhnen und dann kann Verletzungen oder Überbelastungen hervorgerufen werden. Das heißt wirklich Step by Step, schaut euch das genau an, filmt euch auch einmal. Heutzutage ist es sehr easy mit dem Handy oder mit der Kamera, dann könnt ihr euch einmal anschauen, wie laufe ich überhaupt, damit ich das wirklich wahrnehme. Das ist sehr wichtig, aber auch, wie hoch ich meinen Fuß hebe und natürlich der Abdruck. Der ist sehr entscheidend, dass ich wirklich noch einmal schön aus der Hüfte und aus dem Sprunggelenk mich schön abdrücke und natürlich aus dem Wadel. Wenn du diese 3 Dinge mitnimmst aus diesem Video, dann glaube ich, habe ich meinen Job richtig gemacht und das wäre mal in erster Linie ganz klar gerader Oberkörper, wirklich stabil sein, ja, keine Ausweichbewegungen. Ja. In zweiter Linie wäre noch wichtig, beobachtet euch selber, schaut euch an, was seid ihr für ein Läufer. Macht Videos von euch selbst und analysiert euch auch selbst oder schaut, beobachtet andere Läufer und dann könnt ihr gut erkennen, was euch gefällt oder nicht. Und der letzte und dritte Punkt wäre, probiert neue Dinge aus, lauft einmal ohne Laufschuhe und schaut mal, wie es euch dabei geht. Aber in erster Linie ist auch wichtig, bitte verletzt euch nicht oder überfordert euch. Das war's von meiner Seite und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!